Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Spotlight Talk. Wir senden wie immer aus unserer Business Content Lounge hier in der Nähe von Braunschweig von der Agentur Fricke. Und bei unserem Spotlight Talk besprechen wir oder diskutieren wir ein aktuelles, relevantes Thema, immer mit einem Gast. Und ich freue mich, heute Nancy Reno hier begrüßen zu dürfen. Nancy, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Danke, Markus. Ja, mein Name ist Nancy Reno. Ich bin zertifizierte Trainerin und Coach für interkulturelle Kompetenz. Das heißt, ich unterstütze Führungskräfte und Mitarbeiter in international agierenden Unternehmen effektiver und auch zielgerechter zu kommunizieren. Aus meiner langjährigen Berufserfahrung in Marketing und Vertrieb verstehe ich wirklich, was man braucht, um gut zusammenzuarbeiten. And because English is my native language, I also offer my trainings in German, English, or in a bilingual format, which is especially effective when working with global teams. Hallo und hello, Nancy, dass du heute hier bist. Ich würde sagen, wir starten direkt mal ins Thema. Wie gesagt, wir versuchen in 5 Minuten ein Thema zu diskutieren. Meistens gelingt uns das nicht, aber das ist auch gar nicht schlimm. Ein paar Minuten darf man ruhig mal überziehen. Ich würde sagen, wir legen los. Was ist unser heutiges Thema? Also, seit ungefähr 1,5 Jahren ist es ja so, dass uns die Pandemie begleitet. Ja, der Coronavirus hat natürlich auch Auswirkungen auf Unternehmen, letztendlich aber auch auf die Trainingsindustrie bzw. auf Trainings im Allgemeinen. Inwiefern, also du bist ja tätig im Bereich interkultureller Trainings, inwiefern hat sich denn ja, diese Art interkulturelle Trainings verändert in der Pandemie? Ja, ich glaube, die Zeit ist das Hauptthema. Vorher hatten wir 1 bis 2 Tage, um ein Training zu geben, und dann plötzlich war alles wirklich viel kürzere Sessions online. Wir haben mit der Zeit entdeckt, wir können auch einen ganzen Tag machen, auch online, solange wir genug Pausen dazwischen hatten. Oder wenn wir über 2 Tagen ein Training anbieten, sodass die Leute, die Teilnehmer auch Zeit haben, um zu überlegen und zu reflektieren, was die gelernt haben. Und würdest du sagen, dass also ein großer Aspekt ist ja bei Trainings auch immer, dass die Teams so ein bisschen zusammenwachsen. Das funktioniert, also auch aus unserer Erfahrung, wir machen ja auch als Agentur Trainings. Bei Präsenztrainings funktioniert das immer sehr gut, weil natürlich alle vor Ort sind. Man hatte ja auch diese Pausengespräche mal, auch informelle Themen kann man mal ansprechen. Funktioniert das deiner Erfahrung nach auch bei interkulturellen Trainings, die man online macht, also digital? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist sehr, sehr befriedigend, weil manchmal können einige Leute nicht hinfliegen oder hinreisen. Online können wirklich alle daran teilnehmen und die können miteinander Sachen auch austauschen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und ich glaube, die Schwelle oder Einstiegsschwelle ist nochmal eine ganz niedrige, weil man halt ganz einfach sich dazuschalten kann. Richtig. Und man ja auch diese Reisezeit nicht hat, dieses ganze Administrative drumherum, ja. Ja, ja. Was ich nochmal ganz spannend fände zu erfahren, jetzt ist es so, die Lage hat sich ja ganz plötzlich verändert. Ne? Wir hatten plötzlich einen Lockdown, beziehungsweise Präsenztrainings konnten einfach nicht mehr stattfinden. Ja. Jetzt kamen natürlich TeilnehmerInnen zu dir in die Trainings. Was für eine Erwartungshaltung hatten die denn oder waren die offen für das Thema, dass jetzt plötzlich alles digital ging? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Ich glaube, am Anfang wussten die gar nicht, was zu erwarten war, oder die hatten gar keine Erwartungen. Oder wir hatten die gedacht haben, oh, das ist einfach eine Präsentation. Ich kann nebenbei meine E-Mails beantworten und einfach zuhören und ab und zu vielleicht eine Frage stellen. Die waren wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wie viel Spaß ein interaktives Training macht. Und meine Trainings sind immer interaktiv, auch online. Wie machst du das? Also wie erreichst du das? Also wenn man normalerweise an Online-Trainings, digitale Trainings denkt, dann denkt man ja meistens daran, okay, alle sitzen vor ihren Laptops, ja, wie so ein Zoom-Meeting, sage ich mal, oder ein Hangouts-Meeting oder ein Teams-Meeting. Und da ist ja gar nicht so viel Platz für Interaktivität. Wie gelingt dir das denn sozusagen, das zu schaffen? Mit viel Kreativität. Und es gibt tolle Online-Tools, die man benutzen kann, aber es gibt auch haptische Übungen, die man machen kann, wo die Teilnehmer tatsächlich etwas mit den Händen machen und auch dabei auch etwas Neues lernen. Spannend. Also ich glaube, das ist ganz interessant, ne, dass man
dass eben auch Online-Trainings durchaus interaktiv sein können. Ne? Und letztendlich hat man ja dann da wieder Vorteile im Online-Training, die man früher sonst nur im Präsenztraining hat. Und ich glaube, da merkt man auch bei dir und interkulturellen Trainings, dass sich da wirklich so eine Entwicklung auch getan hat oder sich da was entwickelt hat. Wie bist du denn selbst sozusagen damit umgegangen? Also jetzt kam plötzlich die Pandemie. Du durftest nicht mehr zu deinen Kunden fahren, du durftest nicht mehr vor Ort sein. Wie bist du damit umgegangen? Online ist mir nicht ganz neu. Ich habe 2018 angefangen, auch mit Online-Trainings nebenbei zu geben. Aber das war eine Herausforderung, eine Lernkurve für uns alle, glaube ich. Aber es ist auch wunderbar. Wir haben so viele neue Sachen kennengelernt, neue Methoden kennengelernt. Und wir haben Kulturen zusammengebracht, dass wir vielleicht vorher das nicht so leicht gemacht haben. Ja, vielleicht ist vieles auch einfacher geworden. Ja. Eine Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte, bevor wir dann zum Ende kommen. Wo würdest du denn sagen, wo sozusagen die Zukunft liegt? Also in welche Richtung geht das Ganze jetzt mit interkulturellen Trainings? Also wenn der Lockdown mal irgendwann vorbei ist oder beziehungsweise die Pandemie besiegt ist, in Anführungsstrichen, geht alles zurück zu Präsenztrainings oder was denkst du, wohin die Reise geht? Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall Präsenztrainings wieder haben, aber für viele, besonders für globalen Teams, werden wir viel online machen müssen und können. Und es gibt viele Vorteile, die wir auch ausnutzen können. Danke, Nancy, dass du heute da warst. Die Zeit ist nun rum. Ich würde sagen, ich versuche das mal so ein bisschen nochmal zusammenzufassen. Okay. Also ich fand es ganz spannend, weil wir hatten ja vor einiger Zeit auch Annette Sickert-Karam bei uns, die in einem ähnlichen Bereich tätig ist, also nicht ganz identisch, aber ähnlich. Und dort kamen wir eigentlich zu einem sehr ähnlichen Fazit, nämlich dass die Zukunft tatsächlich hybrid sein wird oder diese Vorteile aus beiden Welten in Zukunft, glaube ich, ja, oder darauf kommt es an, diese Vorteile aus beiden Welten zu vereinen, ja, also aus der analogen und der digitalen Welt. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Ich bedanke mich bei dir, Nancy Reno, dass du auch bei uns warst. Danke, Markus. Und deinen Input gegeben hast. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal uns wieder oder bei uns reinschauen. Und wenn Sie möchten, dass wir über ganz bestimmte Themen sprechen, können Sie uns natürlich immer schreiben. Und wie in der Vergangenheit auch, werden wir die Wünsche berücksichtigen und auch über Teilnehmer und Teilnehmerinnen-Fragen sprechen. Vielen Dank fürs Dabeisein und auf Wiedersehen. Ciao. Bye bye.